So, willkommen zurück zum Meme-Update-Video. Dieses Mal die lange Version. Wir werden uns heute anschauen, wird AMC nächste Woche squeezen? Dasselbe wird GME nächste Woche squeezen. Was macht Beyond? Und wird Trump Media noch immer nach oben gehen? Wenn es euch interessiert, bleibt's dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Das Erklärvideo hänge ich wieder ans Ende des Videos oder ihr sucht es einfach nach der Playlist Fractal Method. Dort erkläre ich es Step by Step. Okay, na dann fangen wir heute mit AMC an. So, dieses Mal wieder die volle Geschichte. Ich habe heute auch den Chart ein bisschen aufgeräumt, weil das kleine Micro-Tracking hier brauchen wir nicht, nur hier unten. Und damit man es einfach schön aufgeräumter sieht. Also, für die komplette Übersicht, AMC ist in einem Megaform-Pattern. Klarerweise berühren wir es bei IPO. In 2020, 2021 sind wir nah an der unteren Trendlinie drangekommen. Unser Squeeze war natürlich zum oberen Ende des Megafonds. Dann sind wir runtergeneift. In 2024 haben wir sie wieder berührt. Und jetzt sind wir ziemlich nah gekommen. Und es ist natürlich nicht jetzt weit hergeholt, dass unser nächstes Ziel bei der oberen Trendlinie wieder sein soll. So, One-Part-Squeeze oder Two-Part-Squeeze oder Two-Part-Squeeze. Also für die Leute, die mich öfter schauen, ihr wisst, ich tendiere viel mehr zu einem One-Part-Squeeze als zu einem Two-Part-Squeeze als zu einem One-Part-Squeeze. Ich meine, wenn wir einen One-Part-Squeeze machen, perfekt. Jeder ist happy. Ja. Ich sag nur eine Sache dazu. Ich tracke 2020 und 2021. Die meisten Leute, die ich sehe, die von einem One-Part-Squeeze reden, tracken 2024 oder 2025. Ja. Und dazu sei gesagt, das Ganze ist unser Fractal. Das 2024, 2025 war kein Ende oder kein Anfang. Wenn das ein Anfang gewesen wäre, dann wären wir jetzt schon hier oben. Bedeutet für mich, ich könnte falsch liegen, für mich, wenn wir einen One-Part-Squeeze machen, besteht für mich die absolut horrende Chance, dass wir nicht über 13 kommen. Wir würden an dieser Trendlinie rejecten, neues Allzeitlow, dann fangen wir erst wieder mit dem Higher Low an und dann gehen wir erst. Wenn wir das machen, garantiere ich euch, das ist 2027 oder viel später. Ja. Ich tracke also 2020 und 2021, somit für mich ist es eher ein Zwei-Part-Squeeze. So, wie würde der nun ausschauen? Ja, dann schauen wir uns 2020 an und 2021. Wir hatten hier unser W, sind ausgebrochen zu unserem A-Top, sind wieder zurückgefallen, Breakout Retest auf der Trendlinie. Klarerweise könnt ihr jetzt sagen, ja gut, das kommt darauf an, wenn man die Trendlinie zeichnet. Habt ihr recht. Aber wir können auch einfach die FIB nehmen. Von unserem Low zu unserem Peak ist es fast eine perfekte 0,618 FIB Retracement. So, somit machen wir jetzt dasselbe. Also, wenn das unser Low war am 8. Jänner und wir Februar, März marschieren, dann würde unser Ziel irgendwo hier liegen. Ja? 160, 150, 100, irgendwo in diesem Bereich. Wir würden hier hinaufschießen, instant wieder runterknallen, genauso wie 2020 und hier Breakout Retest oder 0,6.8. Und dann machen wir diesen Bullshit und dann schießen wir rauf. Ja? Ich glaube nicht, dass wir ein B-Pullback sehen, genauso wenig wie wir das in 2020 und 2021 gesehen haben. Es sei nur dazu gesagt, unser Breakout Retest hier hat gedauert
124 Tage. Und das Fractal, das sich wiederholt, wird meistens größer und länger. Das hier kann also auch 200, 300 Tage dauern. Kein Financial Advice? Ich würde da nicht einmal mit Aktien das durchhalten. Ich sag's nur. Ja? Das kann lange dauern. Ja? Okay. Na, dann zoomen wir jetzt mal hinein. Ich muss auch dazu sagen, dass die Price Action diese Woche absoluter Käse war. Wirklich, es war scheiße. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich habe viel mehr erwartet. Viel mehr. Und es hat uns nicht wirklich geholfen. So. Ich habe noch immer 3 Versionen. Ich werde diese heute auch komplett separat zeigen, damit es keine Missverständnisse gibt. Weil ich habe schon ein paar Fragen bekommen, wo es anscheinend Missverständnisse gab. Wir fangen mit Version 3 an. Einfach nur, weil ich das im englischen Video schon gezeigt habe. Für Version 3 bedeutet das: 8. Jänner war unser Boden. Wir gehen nicht mehr tiefer. Dieses kleine Scheißding hier ist unser High Low, was man nicht einmal sieht, wenn ich rauszoome auf den 24-stündigen Chart. Und ihr wisst, ich mag das nicht. Für mich ist das ein viel zu kleines High Low. Aber für Version 3 geschenkt. Bedeutet, seit Jänner den 9. bis heute, das ist unser A. Mit der FIB passt das auch. Ja? Wir sind nicht unter die 786 gefallen. Wir sind in der Nähe von der 0.618 gebounced. Somit passt. Bedeutet, vom Montag an gibt es keine Downside mehr. Wir gehen rauf. Irgendetwas über 1,80 für unser B. Dann Breakout Retest oder 0.5 Pullback von unserem A-Boden. Also von hier nach hier. Ja, passt perfekt. Und dann gehen wir rauf zu unserem C, was gleichzeitig dann unser großes A ist. Und dann von unserem Allzeit Low bis zu unserem Top 0.5. Also irgendwo in der Linie hier. Und dann wird es kritisch. Weil dann bin ich 50-50. In dem Fall haben wir eine 50%ige Chance. Wir schießen nach oben, Squeeze. Jeder ist happy. Wir haben allerdings auch eine 50%ige Chance. Wir bouncen hier nicht. Und wir fallen hier unter 1,51. Unter unser V under A. Das wäre nämlich dann, dass das ganze Ding hier einfach nur unser Higher Low ist. Und zwar das Higher Low. Ja. Dann ist allerdings das Problem, machen wir das? Februar? Nein. Wahrscheinlich. March? Nein. Dann wird es wahrscheinlich April. Sag's so. Und das Problem ist, wenn man jetzt hier in Optionen reingeht, die sind dann hier grün. Hier im besten Fall sind sie auf 0, also nicht 0, neutral. Oder sie sind schon rot. Ja? Und hier sind sie tot. Für mich wäre das die beschissenste Version. Ich sag's nicht. Okay, dann Version 2. Und das ist die Version, die ich eigentlich am liebsten hätte. Ja? Und zwar, wir fallen ab Montag am besten, damit es am schnellsten geht, hinunter. Unter 1,51, was dann unser V under A wäre. Das bedeutet, das wäre unser Higher Low. Bouncen hier, machen noch immer unser A, machen noch immer ein 0.5 Pullback. Aber hier wissen wir dann ganz genau, wir haben schon unser Higher Low. Wir müssen hier nicht mit runter. Wir sind ready to squeeze. Ja? Und in dem Fall sollten wir das nächste Woche schon starten, ist eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass wir das noch im Februar erledigen. Und Version 3 bedeutet eigentlich nur, dass der 8. Jänner nicht unser Boden war. Wir brechen hier drunter. Ich würde annehmen, vielleicht bouncen wir sogar auf der Megafund-Trendlinie. Irgendwas
1,30 oder sowas, vielleicht 1,28. Ich gehe nicht davon aus, dass wir $1 brechen. Und dann müssen wir Higher Low machen, A machen und dann, falls wir das machen, äh, tendiere ich wirklich mehr zu April. Ich sehe das allerdings ehrlich gesagt einfach derzeit nicht. Ich glaube allerdings, dass wir nächste Woche unsere Antwort bekommen. Eine Sache noch, weshalb ich diese Price Action diese Woche so absolut hasse. Wenn man sich das ganz genau anschaut hier. Wir haben hier einen Boden bei 1,55. Wir haben hier einen Boden bei 1,51 und wir haben hier einen Boden bei 1,50. Das ist nicht einmal ein Double Button, das ist ein Triple Button. Und EMC hasst schon doppelte Böden. Triple Böden, bleh. Und dazu sei auch noch gesagt, ihr wisst ja, das M startet, ist hier gestartet. Perfekt. Und wir haben es nicht einmal beendet, weil um es zu beenden, müssen wir hier drunter. Also die Price Action diese Woche war wirklich scheiße. Der einzige Ort, wo ich sowas schon mal gesehen habe, und ich habe wirklich nur einen gefunden, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr mehrere findet, war hier im April 2024. Und zwar genau hier. Ne? Hier hatten wir auch einen Triple-Boden. Ne? Und hier hatten wir auch keinen, also das Higher Low sieht mir nicht, ist viel zu klein. Somit, ja, in dem Fall wären wir jetzt gerade hier. Ja. So, auch in diesem Fall, wir squeezen nicht von hier. Ja. Also deswegen, ich sehe nächste Woche eigentlich schon abgeschrieben an. Ich sag's, ne? Aber in dem Fall machen wir auch. Wir machen die dritte Version hier. Ja. B, C, 0.5 Pullback. War sogar ein 0.5 Pullback, was? Ja, es war ein 0.618 Pullback. Ja. Dann haben wir ein kleines Higher Low dran gehängt. Das war ein perfektes Higher Low. Ja. Und dann sind wir gesqueezed. Allerdings sei auch dazu wieder gesagt, wir sind nicht im Mai. Und sollten wir diesen Scheiß wirklich machen, hoffe ich für uns alle, dass wir über $13 gappen und nicht daran zerschellen. Allenfalls vorsichtig, sonst kann es locker 2024 werden. Ja, ich sag's nur. Es schaut nicht bearish aus, aber Bestätigung haben wir diese Woche nicht bekommen. Ich sag's nur. Okay, nächstes ist GameStop. So, hier auch wieder. Fangen wir heute mal mit der kompletten Geschichte an. Also von der IPO bis April 2020, das war einfach nur unser High Low. Von April 2020 bis Mai, April 2024 war einfach nur unser A. Ist auch wunderschön in einer fast perfekten 0.5 geendet. Ja. Und was wir seit April 2024 bis heute gemacht haben, ist einfach nur das kleine High Low zu unserem. Also, wann auch immer das hier fertig ist, was ist unser nächstes Ziel? Wie ich immer sage, unser nächstes Ziel ist B und das wird auf dieser Trendlinie hier sitzen. Ja, vielleicht wie in 2007, 2008 ein bisschen darüber, aber nichts mit 1000, 5000 Dollar, meiner Meinung nach. Ja, weil das ist nur B. Ja. Was passiert danach? Wir nehmen von unserem A-Boden die 0.5, dort fallen wir runter und dann gehen wir erst zu unserem C. Und das C kann wirklich sowas bei 1000, 2000 Euro sein oder mehr, was auch immer. Ich sage nur dazu, der Run rauf zu B wird relativ schnell sein, genauso wie in 2020. Der Pullback von A hat allerdings schon 4 Jahre gedauert. Das könnte genauso lange dauern. Ich würde das nicht durchhalten, ich sag's nur. Hm? Okay. Na, dann schauen wir uns mal an, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. So, hier wieder. Ich habe nur 2 Versionen. Ich werde hier 2 Versionen zeigen. Wieder komplett separat, damit keine Missverständnisse entstehen. So, als erstes die bullische Version, Version 1. So, dafür
würde man sagen, dieses T ist technisch gesehen, ist nichts Falsches dran, fertig. Unser absoluter Lowpunkt war Freitag, der 21. Das Higher Low danach wurde beendet am 31. Dezember, was auch funktioniert, weil es ist unter der 0.718. Und jetzt gehen wir nach oben. Meiner Meinung nach noch immer, wir würden irgendwas 30, 28, aber nicht viel weiter höher. Dann machen wir ein 0.5 Pullback und dann sind wir fertig zum Squeezen. In dem Moment, wo wir hier sind, wird auch AMC fertig sein und beide marschieren. Weil ich auch die Frage bekommen habe, wenn GameStop raufgeht, muss AMC auch raufgehen. Sage ich dazu nur Jein. Ja? Sonst wären ja die Charts komplett gleich. AMC und GME sind immer dann gemeinsam gelaufen, wenn sie ihre großen Moves haben. Dazwischen können beide unterschiedliche Dinge tun. Ja? Also selbst wenn GameStop hier raufgeht, kann AMC hier runtergehen. Nur in dem Punkt sinken sie dann beide ab und squeezen beide zusammen. Ja? Ich sag's nur. Okay, zur Version 2. Hat sich nichts geändert. Ab Montag sollten wir nach unten knallen. Mein Ziel ist noch immer 17,58. Dann Higher Low. Dann sind wir fertig zum Squeezen. Und ich sag's noch einmal, mein Ziel ist hier unten, ja, aber ich bin zufrieden, auch wenn wir nur einen Cent unter 19,62 fallen. Ja. Irgendwas in der Range. Noch immer. Aber wie gesagt, dafür sollten wir ab Montag runter. Ja. Wenn wir hier jetzt so raufgehen, dann ist diese Alternative tot. Ja, es ist einfach so. Auch dazu gesagt, weil jetzt so viele sagen, ja, aber wie kannst du nur? Ryan Cohen hat so viele Aktien gekauft und die Fundamentals sind so bullish. Ja, das sind gute News. Habt ihr auch die News gelesen, die sie jetzt schon die ganze Zeit schreiben, dass GameStop, weiß ich nicht, 60, 70 Millionen Verlust gemacht hat wegen Bitcoin? I mean, noch nicht realized, ja, aber alleine durch den Drop von Bitcoin. Und ich meine, es sind News, keine interessieren News, aber das Narrativ ist schon da. Also, und es sind News. Wenn das Fractal sagt, es geht runter, wird es runtergehen. Die News werden halt dann dafür geschrieben. Punkt, aus, fertig. Ja. Aber wie gesagt, sollten wir hier nach oben brechen, ist diese Alternative tot. Sollten wir nach unten gehen, sollten wir das jetzt endlich nächste Woche starten. Auch noch eins dazu, ich vergleiche das halt noch immer gerne mit März 2024. Ja? Also links ist jetzt auf dem einstelligen Chart, rechts ist März 2024 und zwar der 26. Auch hier waren alle hier bullish. Ein paar haben gesagt, Leute, aufpassen, wir haben unser T noch nicht fertig. Und alle, nein, bullish. Dann sind wir runtergefallen. Dann haben alle gesagt, auch ich, wer ist jetzt? Wir gehen runter. Dann sind wir wieder raufgekommen. Dann haben alle gesagt, haha, siehst du? Doch nicht bearish. Lower High. Also, wenn das stimmt, der Drop sollte jetzt sehr schnell passieren. Ja. Und es gibt noch einen Platz, weil ja klarerweise auch das Kommentar kommen kann, ja, aber du trackst ja nicht 2024, sondern 2020. Ja, hier ist 2020. Ja, und zwar, um exakt zu sein, der 13. Juli 2020. Auch hier sind wir raufgekommen, sind über das Top gegangen, haben eine schöne Candle gehabt und sind hinuntergenervt. Selbes Landmark. Ja, also ich tendiere eher dazu. Ja? Aber wenn wir nach oben gehen, gehen wir nach oben. In beiden Fällen, also jetzt das nur für GameStop, in beiden Fällen, wenn wir nächste Woche mit diesem Blödsinn anfangen, egal ob rauf oder runter, mit relativ gutem Volume,
sehe ich noch immer Februar oder März. Sollten wir anfangen, plötzlich so einen Scheiß zu machen, dann wird's April. Ja. Aber schauen wir mal. Okay, nächstes ist Beyond. So, hier auch wieder die ganze Geschichte. Meiner Meinung nach, die IPO hat hier angefangen im B-Run zu unserem C. Wann auch immer, also wenn AMC und GME gesqueezed sind, hat Beyond seinen Lower Peak schon gemacht. Also ich gehe nicht davon aus, dass da wirklich eine Synchronization zwischen den dreien besteht. Dann sind wir runtergeknallt. Unser Low, meiner Meinung nach, unser Low, absolutes Low war am 15. Oktober. Dann haben wir unser schönes großes HLO gemacht. Und wann auch immer das jetzt fertig sein wird, unser nächstes Preisziel ist unser A, was in der Nähe wieder von unserem T ist, also irgendwas zwischen 23 und 15. Also wir werden dann wieder hier raufkommen, 0,5 Pullback oder 0,6, 0,8 Pullback, rauf zu unserem B bei 50,43, 0,5 Pullback. Und dann ist noch nicht die Frage, ob wir Allzeit hochbrechen oder nicht. Das einzig Blöde am Beyond derzeit ist, wir wissen nicht wirklich, wie A und B ausschaut, weil die IPO hat da nicht angefangen. Ja. Somit, wir wissen nicht, ob das jetzt ein schnelles A sein wird oder ein A, B, C Pullback, A, B, C Pullback, ja, weil wir es eben nicht gesehen haben bei der IPO. Also der einzige Vergleich können wir zum Higher Low nehmen. Wenn wir sowas ähnliches machen wie beim Higher Low im Oktober, sollte das relativ schnell nach oben gehen. Können wir aber nicht wissen. Okay, na dann zoomen wir mal rein. So, hier auch wieder 3 Versionen eigentlich derzeit. Ich werde es wieder separat zeigen. So, wir fangen mit der bearischen Version mit Version 1 an. Das bedeutet einfach nur, unser Boden war noch immer Oktober 2025, aber das ganze Ding ist unser Higher Low. Und in dem Fall wäre das hier nicht ein kleines Higher Low, sondern einfach nur unser großes T. Das bedeutet, dieses T ist gestartet am 21. November. Selbe wie GameStop. Und bei bei 80 Cent. Es ist aber noch nicht fertig. Es war hier nicht niedriger, es ist nicht fertig. In dem Fall müssen wir hier unter 80 Cent drunter gehen. Und dann ist halt die Sache, wir haben hier noch immer eine Gap offen zwischen 80 Cent und 66 Cent. In dem Fall, wenn das hier unser T ist, fallen wir hier zu 66 Cent runter. Dann gehen wir erst. Ist aber die unwahrscheinlichste Version, die ich habe, meiner Meinung nach. Version 2 wäre, dieses Higher Low ist beendet am 21. November mit einem V&A und das Ganze hier ist einfach nur ein kleines Micro Higher Low, was beendet wurde am 31. Dezember, selbe wie GameStop, auch mit einem schönen V&A und auch, wenn man die FIB nimmt, unter der 7,86. Und seitdem machen wir das hier. Und hier kommt dann gleich die dritte Version. Für noch immer die zweite Version war das hier fertig. Das bedeutet allerdings auch, dass hier unser B, hier unser C ist. Wir sind hier fertig. Das ist einfach nur ein kleines High Low und ab Montag keine Downside mehr. Es geht nach oben. Für den Fall dürfen wir nicht unter 90 Cent fallen. Für Version 3. Ich weiß, das ist jetzt schon sehr, sehr Micromanagement hier, aber geht bei Beyond leider nicht anders. Bedeutet, dass dieses Micro High Low noch nicht fertig ist. Bedeutet, wir müssen auf jeden Fall
hier runter unter 86 Cent und das V&A wäre bei 85 Cent. So, wir müssen unter diese Linie und dann können wir gehen. Ja. Wenn wir am Montag nach oben gehen, super, jeder ist glücklich. Wenn nicht, ist das meine Hauptversion. Ja. Ich glaube wirklich, wir werden hier runtergehen, hier bouncen und marschieren. Für Levels ist es eigentlich noch immer dasselbe. Alles über $1, 1 Cent, bullish. Alles über $1, 10 Cent, sehr bullish. Alles über 1,25 und die Alternative nach unten ist tot. V&A ist bei 85 Cent und sollten wir unter 81 Cent fallen, werden wir die Gap bei 66 Cent füllen. Eigentlich ist es eindeutig, die Levels sind absolut klar. Schauen wir, was nächste Woche passiert. Okay, und letztes ist DGT. Für DGT muss ich ehrlich sagen, neben FuseCell ist es eigentlich eins der schönsten Fractals, die ich habe. Für DGT, meiner Meinung nach, DGT ist in seiner IPO im Higher Low gestartet. Dann diesen wunderschönen ABC-Run rauf zu einem High. Dann hat es ein massives Lower High gemacht, weil das geht halt von Dezember 2021 bis März 2023, also ein riesiges High Low. Danach haben wir ein riesiges M gemacht und nach ein riesiges T. Und ich bin, sagen wir, zu 95% sicher, dass im November 2025 unser Low drin ist. Das bedeutet, im November 2025 wurde dieses Fractal beendet. Dann haben wir ein klitzekleines High Low gemacht. Was machen wir jetzt? Die Sache ist die, ich sage das ja immer dazu, dieses klitzekleine High Low passt nicht zu diesem großen LMT. Das ist nicht groß genug. Nein. Ich gehe also davon aus, dass wir jetzt unser großes Makro-High Low machen. Ja? Für dieses große Makro-High Low gehen wir hier rauf zu dieser Trendlinie, brechen sie aber nicht, gehen dann wieder runter. Das wäre dann unser V&A. Und in dem Moment, wo wir das fertig haben, kommt der große Move. Unser A ist in der Nähe von unserer T-Linie, 60, $50. 0.5 Pullback Breakout Retest. Unser B 80, 90 und dann ist noch nicht die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Auch die Sache, wenn wir sowas ähnliches wie IPO machen, kann das auch einfach dann gerade nach rauf gehen. Ja, bleibt dann abzuwarten. Ich sage nicht, dass das hier so lange dauern wird. Ich gehe davon aus, dass wir zumindest, ich habe das nur so groß gezeichnet, damit man es schön sieht. Ich gehe davon aus, dass wir zumindest unser B irgendwas März, April spätestens bekommen. Und unser B ist bei 30, aber das schauen wir uns jetzt gleich näher an. Ja, bevor wir uns das noch näher anschauen, schauen wir uns dieses kleine High Low an. Also unser Boden war hier am 21. November. V&A, perfekt. Wir haben dann unser schönes High Low gemacht, was auch FIB-mäßig ein perfektes High Low ist. Hier bei der 7.18. Perfektes High Low. Das wurde beendet im Dezember. Dann haben wir ein kleines Micro-High Low hinzugefügt. War auch ein perfektes V&A. Und in dem Moment, wo das fertig war, Merchant News. Dann sind wir nach oben geschnalzt zu unserem kleinen Micro-T. Das ist also unser A. Auch hier nimmt man die FIB und sieht, es ist fast ein perfektes 0.618 Pullback. So, was kommt als nächstes? Nach dem A-Pullback kommt der Run zu B. Und unser B ist in der Nähe von unserem Micro-M. Also $30. Dann nimmt man von unserem A-Boden die FIB, passt sogar perfekt, und wir fallen runter auf 19, das wäre unser B-Pullback, und dann rauf auf C. Auch hier sei dazu gesagt, die Moves nach oben
von DGT, jedes Mal, wenn sie fertig sind, vor allem der Move zwischen A und B, sind meistens sehr vertikal. Jedes Mal extrem vertikal. Nur die Pullbacks, die sind etwas länger. Also kein Financial Advice. Die Downside werde ich, glaube ich, nicht spielen, aber die Upside spiele ich schon. Ich bin schon drin. Ich habe, glaube ich, Upgrade-Optionen. Aber ich gehe davon aus, dass wir diese massive Upside sehen. Das wird interessant. Und als allerletztes noch dazu gesagt, wenn wir jetzt hier raufgehen, den Point Fullback machen und so weiter und so fort, wir haben schon unser Ziel nach unten. Hier ist unser A-Boden. Das bedeutet 12,51 ist unser Pullback-Target. Egal wie lange dieser Pullback dauert, wenn wir hier unten sind, das ist der Einstiegspunkt für die wirklich großen Moves. Also, es schaut einfach fantastisch aus. Ja? Okay, für alle anderen Aktien. Ja? Also, für Fuser, Bad Buy von mir und Sava, FFI, BLNK, NIO, Bull, Plug, Unity, auch Highcroft Mining. Ja? Keine Sorge, das Video kommt am Sonntag raus. Ich habe alles nicht vergessen, nur das Meme-Video ist halt jetzt als erstes dran. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like hinterlassen. Erklär-Video kommt hierhin, Playlist hierhin und falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr ein Abo hinterlassen. Schauen wir mal, ob wir nächste Woche squeezen. Wir sehen uns.